herzlich willkommen. Wie schön, dass du eingeschaltet hast zu unserer gemeinsamen Pure Morning Session heute Morgen. Mein Name ist Swantje und ich freue mich, dich mitzunehmen in etwa eine halbe Stunde einchecken mit dir selber, landen bei dir selbst. Und ich bin heute Morgen aufgewacht mit ein wenig verstopfter Nase und ein wenig Heiserkeit. Und im Nachhinein weiß ich, dass es ein Zeichen von meinem Körper ist, dass ich mal wieder einen Gang langsamer schalten darf. Und deswegen auch die Einladung heute an dich. Etwas, was wir aus meinem Empfinden heraus viel zu selten tun, ist die Einladung, immer mal wieder uns auch Räume zu nehmen, um zu verarbeiten, um nachzuspüren, um zu integrieren, um unproduktiv zu sein und auch nichts zu tun. Und wir werden schon ein bisschen was heute Morgen machen, beziehungsweise wenn du es abends übst oder zu jeder anderen Tageszeit, ist es genauso fein. Aber es wird ein wenig mehr Stille sein, es wird ein wenig mehr in der Ruhe verweilen sein. Und die Einladung wirklich, dich da ganz bewusst hineinzugeben in diese Stille, in diese Ruhe, in dieses Nichtstun, was so komplett entgegengesetzt ist zu dem, wie wir in unserem Alltag häufig funktionieren, mich eingeschlossen. Und ohne viel weiter etwas zu sagen, guck einmal, ob du einen Block hast oder ein dickeres Buch. Nimm dir das gerne schon mal an den Anfang deiner Matte. Und dann kommen wir heute direkt einmal in den Vierfüßlerstand. Bring dir gerne eine Decke unter deine Knie. Bring die Hände unter deine Schultern. Schau mal, dass die Knie direkt unter deinen Hüften sind. Ruckel dich nur so ein bisschen zurecht. Spür erstmal rein, wie ist deine Wirbelsäule heute. Und dann wander mit deinen Händen so weit es geht nach vorne. Lass die Arme gestreckt. Vielleicht bringst du gleich den Block unter deine Stirn. Und ansonsten schau, dass deine Hüften über deinen Knien bleiben. Und dann lass dein Herz Richtung Erde sinken. Vielleicht kommt die Stirn auf die Matte. Vielleicht auf den Block. Und vielleicht kommt auch dein Kinn auf die Matte. Und ich weiß, das ist intensiv für den Start. Und ich habe gesagt, wir starten in Ruhe und ganz entspannt. Und wir bleiben auch nicht lange hier. Wir lassen uns einmal unserem Oberkörper, unseren Schultern, unserem Brustkorb, unserem Herzen die Möglichkeit, sich ein wenig zu öffnen. Nimm dir hier tiefe Atemzüge ein und aus. Lass mit jedem Ausatmen dein Herz ein wenig mehr Richtung Erde schmelzen. Entspann deinen Bauch, den Beckenboden. Lass gern mit dem Ausatmen ein Seufzen, ein Summen, ein Ausatmen durch den Mund entstehen. Für noch 3 Mal. Tief ein durch deine Nase. Und lösend aus. Tief ein. Lösend aus. Noch einmal so tief, tief ein. Saug noch ein wenig mehr Luft ein. Und noch ein wenig mehr. Und dann halte hier für einen Moment am höchsten Punkt deines Einatems, in dieser Pause, in dieser Fülle, in dieser Stille. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Und dann presse in deine Ellenbogen, in deine Hände, heb deinen Brustkorb leicht, sodass du dich in Bauchlage durchrutschen kannst. Wander gerne in die Hüften nochmal ein bisschen zurück. Bring für einen kurzen Moment deine Schultern über deine Ellenbogen. Zieh dich hier in die Sphinx. Lass nochmal die Schulterblätter von den Ohren wegsinken. Und dann breite die Arme rechts und links neben dir aus und bring deine rechte Schläfe zur Erde. Du kannst die Beine noch ein bisschen, ich habe eben Beine gesagt, ne? Ich meinte, ich breite die Arme rechts und links neben dir aus. Die Beine breitest du auch aus, richtig gemütlich, ruckel deine Hüften noch mal ein bisschen von links nach rechts. Und dann lande hier im Liegen auf der Erde, mit deiner gesamten Körpervorderseite an die Erde angeschmiegt. Schließ gern die Augen oder lass deinen Blick weich werden. Dann magst du die Hände auch ein bisschen weiter nach oben strecken, mit den Handflächen in die Erde hinein.
Nimm dir hier tiefe Atemzüge in deinen Bauch. Spür den sanften Gegendruck, den dir die Erde bietet bei jedem Einatmen. Und vielleicht sind da noch ein paar Seufzer mit jedem Ausatmen. Kannst du dich hier schwerer und schwerer werden lassen. Mehr und mehr Muskulatur noch lösen und entspannen. Und dich hier wirklich in diese Umarmung mit der Erde sinken lassen. Und dich ihr voller Vertrauen hingeben. Dich ihr anvertrauen. Mit deinem ganzen Gewicht, mit deinem ganzen Körper. Und dich von ihr halten und tragen und umarmen lassen. Ohne produktiv zu sein, ohne etwas zu tun. Dir hier Raum und Zeit geben fürs Ankommen, fürs Landen bei dir. Was nimmst du hier wahr? Kannst du deinen Atem bewusster spüren, weil du die Erde als Gegenpart hast, gegen sie atmest, dich gegen sie ausdehnst, mit ihr verbindest? Kannst du deinen Herzschlag bewusster spüren? Wie dein Herz in die Erde schlägt. Diese Sehnsucht deines Herzens, sich mit dem Herzschlag der Erde von Pachamama zu verbinden. So wie auch du ein Kind dieser Erde bist. Ein Kind dieser großen Mutter. Bleib hier noch für ein paar Momente mit tiefen Atemzügen in Stille. Hm. 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 Noch ein letzter tiefer Einatmen. Spür noch einmal die Kontaktpunkte deines Körpers mit der Erde. Lösen aus. Dreh deine Stirn Richtung Matte. Bring einmal deine Hände unter deine Schultern. Und ganz langsam drückst du dich hier hoch. Schiebst dich über den Vierfüßlerstand mit deinem Po auf deine Fersen. Streckst die Arme weit nach vorne aus. Landest in einer Haltung des Kindes, Balasana. Vielleicht kommt auch hier deine Stirn wieder auf den Block. Und spür auch hier noch einmal nach. Verweile. Tiefe, tiefe Atemzüge. Füll dich und leere dich ganz. Gern seufzend aus. Vielleicht auch summend. Deinem Nervensystem ganz sanft den Hinweis geben, dass du in Sicherheit bist, dass du in die Entspannung gerade gehst.
Atme aus. Von hier presst deine Hände ein wenig fester in die Matte. Einatmen, beug die Ellenbogen, tauch nach vorne durch in eine Kuh, lass den Bauch sinken. Und ausatmen, runde, leg dich zurück ins Kind. Einatmen, tauch durch, beug die Ellenbogen, lass dein Herz Richtung Erde gehen und dann nach vorne. Und ausatmen, runde. Mach das noch so 5 Mal in deinem eigenen Atemrhythmus. Einatmend, lass dein Herz weit werden, Körpervorderseite streckt sich. Und ausatmen, du rundest ins Kind. So eine sanfte Wellenbewegung in deiner Wirbelsäule Gelegenheit geben, ein wenig aufzuwachen, zu mobilisieren. Und dann kommen wir einatmen nach oben und ausatmen, bring die großen Zehen zueinander, Knie mattenweit auseinander, leg dich wieder ins Kinn. Und dann heb hier aber den Blick noch einmal kurz, lass die linke Hand in der Erde und den rechten Arm schiebst du unter deiner linken Achselhöhle durch, kommst mit der Außenseite der rechten Hand auf die Erde, bringst deine rechte Schläfe und Wange auf die Erde. Dein Po bleibt schwer auf deinen Fersen. In diesem gedrehten Kind, sanft, sanft die Körpermitte ein wenig aktivieren durch die Drehung. Nimm dir auch hier tiefe Atemzüge. In die Rückseite der Schulter, unter dein rechtes Schulterblatt. Mit dem nächsten Einatmen hebst du deinen Blick wieder leicht, ziehst deinen rechten Arm unterm linken durch. Ausatmen, schiebst den linken unter deiner rechten Achselhöhle durch. Legst dich auf deine linke Schläfe. Auch hier 5 tiefe Atemzüge. Handrücken deiner linken Hand ist in der Erde, Handfläche zeigt zur Decke. Und deine rechte Hand ist weiter nach vorne zum Mattenanfang gestreckt. Atme in die Außenseite deiner linken Schulter hinein, in das linke Schulterblatt. Vollständiger Ausatmen, hier gerne seufzen. Und einatmen, heb deinen Blick wieder, zieh deinen linken Arm durch. Streck beide Arme nach vorne aus. Und einatmen, roll dich nach oben in einen Vierfüßlerstand. Bring die Knie wieder unter deine Hüften, stülp die Zehen runter, ausatmen, schieb deinen Po Richtung Fersen und heb ganz langsam dein Gesäß Richtung Decke. Lass die Knie so weit gebeugt, dass dein Rücken lang bleiben kann. Und wie so ein Hund, der sich morgens streckt, versuch hier nochmal dein Steißbein, dort wo beim Hund der Schwanz ist, nach oben zu wählen, Richtung Decke, da ganz viel Länge zu finden. Und erst dann ist diese Richtung, wo die Fersen hin möchten, aber nie ankommen müssen, ist die Erde. Und dann bleibst du auch hier in Stille in deinem herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Press die Finger, die Hände gut in deine Matte. Gut geerdet über deine Hände und deine Füße, selbst wenn die Fersen in der Luft sind. Lass deinen Kopf hier nochmal ganz los, schau nach hinten zwischen deinen Füßen durch. Löse ganz bewusst noch einmal deinen Kiefer, die Stirn. Vielleicht atmest du auch nochmal ein durch den Mund, durch die Nase. Und blubberst durch deine Lippen wie ein Pferd aus. Noch 2-mal so tief ein. Da wollten meine Lippen gerade nicht. Noch einmal ein. Sehr gut. Und dann ganz langsam kommst du mit deinen Füßen an den Anfang deiner Matte und versuch mal die Füße immer über Kreuz zu setzen heute, sodass die Hüften auch ein bisschen Bewegung bekommen. Ganz langsam wanderst du dich hier nach vorne, schwenkst immer ein Bein zur Seite, über Kreuz, dann
bis du am Anfang deiner Matte in einer Vorwärtsbeuge landest. Greif dir hier einmal deine gegenüberliegenden Ellenbogen, lass die Knie richtig schön satt gebeugt, sodass dein Bauch näher zu deinen Oberschenkeln kommen kann. Dreh deinen Kopf hier nochmal. Nein, nein, ja, ja. Lass ihn aushängen. Und atme hier. Das ist übrigens für mich total gut heute die Vorwärtsbeuge. Es ist eine super Asana, um dafür zu sorgen, dass verstopfte Nasennebenhöhlen ein bisschen besser abfließen können, wenn man Schnupfen hat. Es kann aber gleichzeitig auch, wenn man wirklich erkältet ist, so ein bisschen unangenehm sein und für Druck im Kopf sorgen. Also sei da mal ganz achtsam mit dir, ob dir das wirklich gut tut. Gern ausseufzend. Noch dreimal mit dem Ausatmen. Lass deinen Bauch mit jedem Ausatmen näher Richtung Oberschenkel sinken. Mit diesem letzten Ausatmen löst du deine Hände, beugst deine Knie tief, 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 lässt dein Steißbein unter dich runterkommen, bleibst ganz rund im oberen Rücken und beginnst in deine Füße zu drücken und dich hier Wirbel für Wirbel aufzuholen zum Stehen. Langsam, langsam. Und erst wenn die Brustwirbelsäule gerade ist, dann rollst du mit den Schultern weit zu deinen Ohren hoch, mit dem Ausatmen nach hinten und zurück. Noch zweimal so ein, über, vorne und aus, zurück. Noch einmal ein, über, vorne und aus, zurück. Gut. Und dann komm hier einmal in einen bisschen breiteren Stand, breiter als hüftbreit. Und bring deine Hände einmal mit den Fingerspitzen nach unten in deinen Hüftbecken, in deine Hüftknochen, in dein Becken hinten. Und dann, um aufzuwachen, hier beginnst du Kreise mit deinem Becken zu drehen. Und schau mal, in welchem Atemrhythmus du hier atmen möchtest. Für mich fühlt es sich immer gut an, wenn ich nach vorne komme, mit dem Becken auszuatmen. Und wenn ich zurückgehe, ein. Aber das kann bei dir anders sein. Und es gibt hier kein richtig, kein falsch. Es ist so eine Bewegung, als würdest du dich einmal durchstrecken wollen. Von unten nach oben, einmal auskreisend. Und auch in dieser Haltung dieses ganz unproduktive Nichtstun eigentlich. Ne? Es ist noch nicht mal eine klassische Yoga-Asana. Und trotzdem ist es etwas Wohltuendes für unseren Körper in den meisten Fällen. Wechsel einmal die Drehrichtung, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Lass die Knie dabei weich. Und spür hier rein, wie groß oder klein möchten diese Kreise heute Morgen sein. Oder heute Abend. Oder heute Mittag. Vielleicht machst du das auch nachts, wer weiß. Okay. Und dann komm hier wieder zur Mitte, spür kurz nach. Bring die Füße ein kleines Stückchen näher zueinander. Lass die Hände in den Hüften. Und dann stell dir vor, auf der Erde ist so eine liegende 8. Unter deinen Füßen quasi. Jeder Fuß in einem Kreis der 8 und die 8 liegt unter dir. Und du möchtest diese 8 jetzt mit deinen Hüften nachfahren. Das heißt, du beginnst immer die eine Hüfte nach vorne zu schieben, die andere kommt zurück. Und wir machen halt ein paar von diesen kreisenden Bewegungen, von diesen Spiralbewegungen, weil das etwas ganz Wohltuendes für unser Nervensystem ist. Das kann wieder so ein bisschen regulieren, wenn da viel Aufregung, viel Anspannung war. Okay, jetzt hast du wahrscheinlich in eine Richtung angefangen, die sich für dich leichtgängiger anfühlte. Jetzt wechseln in die andere Richtung, diese 8. Heute geht's weiter. Manchmal braucht mein Gehirn da einen Moment, um zu spüren, wie das genau geht in die andere Richtung. Bleibe nur ein bisschen bei diesen liegenden 8. Lass mal ganz bewusst den Kiefer sich lösen. Vielleicht drehst du dabei auch ein paar Kreise mit deinem Kiefer.
wie so eine wiederkäuende Kuh oder ein Schaf. Gut. Und dann komm hier wieder zur Mitte und schau mal, ob da noch andere Bewegungen sind, die deine Hüften jetzt machen möchten. Und finde hier für dich ein bisschen Freiheit, ein wenig erforschen, was da jetzt sein möchte. Vielleicht möchtest du auch eine Hand gern auf den unteren Bauch, eine auf dein Steißbein bringen. Guck mal, was da sein mag. Das ist auch gar nicht so viel. Okay. Und dann schütteln. Oh. Oder so ein leichtes Hüpfen. Guck mal, was bei dir ist. Oh, sehr gut. Und dann bring von hier einmal die Zeigefinger und die Daumen zueinander, sodass du zwischen Daumen und Zeigefinger ein Dreieck hast und die 3 Finger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger sind gestreckt. Und dann bleibst du hier in einem etwas breiteren Stand und einatmen, bringst du deine Arme über deinen Kopf nach hinten und ausatmen lässt sie über vorne kreisen. Das heißt, die Oberarme drehen um deinen Kopf rum, dein Brustkorb bewegt sich mit und wir öffnen auch hier im Brustkorb in der oberen Wirbelsäulenregion. Noch einmal mit Kreisen, den Körper ein wenig. Schau mal, wie groß oder klein du die Kreise machst. Und beim Ausatmen, da kommt bei mir wirklich immer so ein Aushauchen oder Seufzen durch den Mund. Lass das gern geschehen. Und dann drehen wir in die andere Richtung. Manchmal knackt es auch bei mir da in der Wirbelsäule. Okay, noch eine Runde. Und dann schüttle ich einmal aus. Und dann kommen wir in die letzte Region. Wir gehen so langsam hoch unsere Wirbelsäule von der Lendenwirbelsäule über die Brustwirbelsäule jetzt zur Halswirbelsäule. Finde einen bequemen Stand, Füße gern parallel, die Knie weich. Und dann lass mit dem Ausatmen deinen Kopf zum Brustkorb hinsinken, dein Kinn sinken. Und einatmen, roll das rechte Ohr zur rechten Schulter und über hinten in einen großen Kreis zurück. Ausatmen, linkes Ohr zur linken Schulter und Kinn wieder zum Brustkorb. Schließ gern dabei die Augen, wenn das für dich stimmig ist. Und mach diese Kreise ganz langsam. Richtig fühlig, richtig spürig da. Schau, was du wahrnehmen kannst. Welche einzelnen Muskel- und Faszienstränge, wo Enge ist, wo Weite ist. Welche Geräusche deines Nackens. Und wenn ganze Kreise für deinen Nacken heute nicht gut sind, dann bleib bei Halbkreisen über vorne. Wenn du mit dem Kinn das nächste Mal auf deinem Brustkorb bist, dann dreh in die andere Richtung. Schau mal, wie diese Seite sich anfühlt. Was hier gleich, was hier anders ist. Okay. Letzte Runde, lass das Kinn zum Brustkorb kommen und einatmend hebst du den Kopf wieder, spür kurz nach. Nimm einmal alle Bereiche deiner Wirbelsäule wahr. Dein Becken, Steißbein, die Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Halswirbelsäule. Schau, was du da spüren kannst. Atme noch einmal tief ein. Lösend aus. Und dann bring die Füße einmal für dich mattenweit auseinander. Für mich ist es nicht mattenweit, aber so ein bisschen breiter als ein hüftbreiter Stand. Und dann atme ein, heb die Arme über die Seiten, streck dich ganz lang, schau gern zur Decke. Bring die Handflächen zusammen und ausatmen, beug die Knie nach rechts und links, lass dich von hier in eine Hocke sinken.
Hab gerne deinen Block, sodass du ihn unter deinen Po schieben kannst, wenn du möchtest. Und schau, dass du hier lang in deiner Wirbelsäule bleibst und nicht nach vorne rundest, sondern gut mit den Ellenbogen in die Innenseiten deiner Knie presst und mit den Knien zurück. Unterarme parallel zur Erde. Und dann schau mal, ob du hier noch ein bisschen Bewegung entstehen lassen möchtest. So ein leichtes von links nach rechts shiften. Vielleicht magst du auch in der Stille bleiben. Nimm einmal wahr. Und dann lass hier ganz bewusst nochmal deinen Bauch entspannen, deinen Beckenboden entspannen. Kiefer und Stirn weich. Atme tief ein. Lösend aus. Tief ein. Mit dem Ausatmen lass einmal die linke Hand an die Außenseite deiner Matte nach links kommen, vor deinem Oberschenkel immer noch. Und einatmen, der rechte Arm geht weit zurück. Bei mir geht es nicht ganz so weit, weil die Wand da ist. Und bleib hier für 2, 3 Atemzüge. Vielleicht winkst du mit deiner Hand nach hinten. Streckst dich hier noch einmal. Wenn es in deiner Praxis ist, kannst du auch binden. Deine Wahl. Atme noch einmal ein und ausatme. Der rechte Arm kommt wieder nach vorne. Rechte Hand in die Erde und einatme. Der linke Arm streckt nach hinten zurück. Du winkst auch hier nochmal vielleicht jemanden hinter dir oder die Option zu binden. Aber nur, wenn du dabei aufrecht in der Wirbelsäule bleiben kannst. Atme ein, ausatmen, komm mit beiden Händen wieder zur Mitte. Richte dich noch einmal in deiner Hocke auf. Atme ein und ausatmen, löst die Hände, bring sie hinter deinen Po und leg dich einmal, beziehungsweise setz dich erstmal in die Mitte deiner Matte. Komm so, dass du gleich, wenn du abrollst, nicht mit deinem Kopf auf der Erde bist. Richte dich hier nochmal auf, werde lang in der Wirbelsäule, streck deine Arme nach vorne aus, atme ein. Und ausatmen, roll Wirbel für Wirbel auf der Erde ab. Zieh die Knie zum Brustkorb ran, mach ein kleines Päckchen, umarm dich hier. Und dann bring einmal deine Hände auf deine Knie, sodass die Fingerspitzen Richtung Decke zeigen. Atme ein, streck die Ellenbogen und beide Knie von dir weg. Die Knie bleiben zusammen und ausatmet über die rechte Seite. Ziehst du beide Knie in einem Halbkreis wieder zum Brustkorb, Ellenbogen beugen. Einatmet über links, drehst du den Kreis, streckst die Ellenbogen, Knie von dir weg. Und ausatmet wieder über rechts beide Knie ran. Lass hier deinen unteren Rücken so ganz sanft auf der Matte aus. Schließ gern schon deine Augen. Wenn sich das nicht gut anfühlt, du kannst genauso gut in der Stille bleiben oder eine andere Bewegung hier machen. Ausatmen, lass die Knie zum Brustkorb kommen und dann dreh nochmal 3, 4 Kreise in die andere Richtung mit beiden Knien. Die Knie bleiben wirklich zusammen hier, es sei denn, du entscheidest dich für was anderes. So als wären die Innenseiten der Knie mit Klebstoff aneinander geklebt. Letzter Kreis hier. Atme ein und ausatmen. Zieh die Knie zum Brustkorb ran, gib dir eine große Umarmung. Spür kurz nach. Wieder einen Moment in dieses ganz süße Nichtstun kommen, dieses, was uns häufig unproduktiv vorkommt, was aber so wichtig für unser ganzes System ist. Um immer wieder aufzutanken, Kraft zu schöpfen, das zu verarbeiten, was wir erleben und erfahren in unserem Alltag. Dann lass die Füße einmal auf die Erde kommen, bring die Füße mattenweit. Lass die Knie zueinander fallen, sodass du keine Anspannung hier halten musst, um die Füße stehen zu haben und die Knie Richtung Decke zeigen zu lassen. Heb gerne nochmal den Hinterkopf, zieh dein Kinn zum Brustkorb ran und leg dann mit dieser Länge im Nacken deinen Hinterkopf wieder ab. Bring eine Hand auf dein Herz, eine Hand auf deinen unteren Bauch und spür hier einmal nach. Lass dich schon mal schwerer werden und dann
zähle ich uns durch einen Atem, der nochmal ein bisschen mehr unser Nervensystem in den Entspannungsmodus fährt. Du brauchst nur meiner Stimme zu lauschen. Wenn die Zeiten, die ich zähle, für dich nicht stimmig sind, dann pass gerne an. Wir atmen gleich für 4 Sekunden ein, halten den Atem für 7 Sekunden und atmen aus für 8. Du kannst aber genauso gut für 4, 6 und 7 das zum Beispiel machen. Achte nur darauf, dass der Ausatmen und das Halten länger sind als der Einatmen. Atme nochmal tief durch deine Nase ein. Vollständig lösend aus. Und dann atme ein, 2, 3, 4. Halte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atme aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atme ein. Halte. Atme aus. Ein. Halte. Und aus. Ein. Halte. 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 Und aus. Lass deinen Atem seinen natürlichen Rhythmus wiederfinden. Spür kurz nach. Nimm den Effekt dieses Atems auf dein Sein wahr. Spür deinen Herzschlag, das Heben und Senken deines Bauches gegen deine Hände, beziehungsweise gegen deine Hand. Vielleicht hebt und senkt auch dein Brustkorb sich leicht. Und du bist herzlich eingeladen, für eine kurze Schlussentspannung so zu bleiben, wie du jetzt liegst. Vielleicht möchtest du aber einfach ins komplette Nichtstun kommen und streckst jetzt langsam deine Beine aus auf der Matte. Lässt deine Hände nach rechts und links neben dich kommen. Ziehst die Schulterblätter nochmal schön unter deine Wirbelsäule runter, unter deinen Rücken runter, sodass sie Kontakt mit der Erde haben. Dann kommst du hier ins komplette Nichtstun. Gib jegliche Kontrolle über deinen Atem ab. Und lass dich mit jedem natürlich kommenden Ausatmen schwerer und schwerer Richtung Erde, Richtung Erdmittelpunkt sinken. Wahr, wie mit jedem Ausatmen der Kontakt deiner
Körperteile, die mit der Erde in Berührung sind, intensiver wird. Wie zu Beginn, lass dich hier wieder halten, lass dich tragen von der Erde unter dir. Wenn du noch Zeit hast, dann bleib hier gerne noch weiter in deiner Schlussentspannung. Nimm dir diese Zeit für dich, dieses Nichtstun, dieses wahrgenommene Nichtstun, wo wir aber eigentlich so viel Gutes für uns tun. Wenn du in deinen Tag starten möchtest oder noch etwas anderes vorhast, beginne dich hier langsam zu strecken, zu räkeln, tiefer ein- und auszuatmen. Und roll dich dann in deinem Tempo auf deine Seite. Und komm über die Seite nach oben in einen Sitz. Richte dich auf, lass beide Sitzbeinhöcker noch einmal sich richtig gut und schwer mit der Erde unter dir verbinden. Lass deine Wirbelsäule Richtung Himmel wachsen. Schultern sanft deinen Rücken abgleiten. Gern Augen noch geschlossen oder Blick weich Richtung Erde. Für einen Moment spür hier noch nach. Dann atme noch einmal tief ein. Bring deine Hände noch einmal beide auf deinen Herzraum übereinander. Spür dein Herz in deine Hände schlagen. Schenk dir selber ein Lächeln voller Dankbarkeit, dass du dir diese Zeit für dich genommen hast, dieses Einchecken mit dir selber. Doch ich danke dir, dass du heute mit mir geübt hast, mir dein Vertrauen geschenkt hast, dich in der Praxis anzuleiten. Und ich lade uns beide ein, immer wieder, auch in dem Alltag, wo wir das nur allzu häufig vergessen, mich eingeschlossen, uns immer wieder bewusst Raum zu nehmen, um auch einmal nichts zu tun. Und um dann erst wahrnehmen zu können, was eigentlich wirklich gerade lebendig in uns ist, gerade los ist.
Dann lass uns hier abschließend noch 3 tiefe Atemzüge ein durch die Nase und lösend aus durch deinen Mund nehmen. Atme tief, tief ein. Ganz lösend aus. Tief ein durch deine Nase. Lösend aus. Letztes Mal tief ein. Halte kurz. Atme lösend aus. Und dann blinze, wenn du bereit bist, sanft deine Augen wieder auf. Orientiere dich erstmal bei dir im Raum. Vielleicht schaust du aus dem Fenster oder auf etwas, das dir Freude bereitet bei dir im Raum. Und dann danke ich dir von Herzen, dass du dabei warst, dass wir gemeinsam geübt haben heute Morgen. Und wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist um 9 Uhr morgens am Dienstag. Und hinterlass gern ein Like oder abonniere meinen Kanal. Ich danke dir für deine Unterstützung und fürs gemeinsame Praktizieren. Namaste. Danke, danke, danke.